Lektion 1: Reisemöglichkeiten. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir an unser Ziel gelangen. Sollen wir mit dem Auto fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nehmen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, Autofahren würde uns mehr Flexibilität geben. Da stimme ich zu. Mit einem Auto können wir anhalten, wo immer wir wollen. Ja, wir können unterwegs versteckte Schätze und lokale Sehenswürdigkeiten entdecken. Der öffentliche Nahverkehr kann zwar praktisch sein, ist aber oft auch einschränkend. Ja, und manchmal dauert es länger als erwartet. Erinnerst du dich an unsere letzte Reise, als wir den Bus verpasst haben? Wie könnte ich das vergessen? Wir haben ewig gewartet. Es war ein richtiges Abenteuer. Das war es in der Tat. Aber ich ziehe es vor, die Kontrolle über unseren Zeitplan zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Außerdem können wir unsere eigene Musik abspielen. Ja, eine Playlist für den Rohrtrieb würde das Erlebnis noch bereichern. Und wir können Snacks teilen, ohne uns Gedanken über die Sauerei machen zu müssen. Das ist ein zusätzlicher Bonus. Snacks machen jede Reise angenehmer. Sollen wir eine Liste mit Snacks erstellen, die wir unbedingt für die Reise dabei haben müssen? Absolut. Ich würde Obst, Nüsse und vielleicht ein paar Kekse vorschlagen. Perfekt. Die lassen sich leicht verpacken und schmecken köstlich. Und die Getränke, die dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht können wir eine Kühlbox mit Wasser und Erfrischungsgetränken mitbringen. Das klingt nach einem Plan. Ich freue mich schon sehr auf die Reise. Tja, die Freiheit der offenen Straße ist berauschend. Sollten wir uns nach Mietwagenoptionen umsehen, wenn wir mein Auto nicht mitnehmen wollen? Tja, es wäre ratsam, Preise und Verfügbarkeit zu vergleichen. Lasst uns etwas Zeit nehmen, um die besten Angebote zu recherchieren. Gute Idee. Wir werden für eine reibungslose Reise sorgen. Auf Reiseabenteuer voller Lachen und Entdeckungen. Lektion 2: Clever Reisen. Ich denke, wir sollten überlegen, für unsere Reise leicht zu packen. Das ist ein kluger Vorschlag. Dadurch wird das Reisen viel einfacher. Absolut. Weniger Gepäck bedeutet mehr Freiheit zum Erkunden. Außerdem müssen wir uns keine Sorgen um überhöhte Gepäckgebühren machen. Genau. So können wir Geld für aufregendere Erlebnisse sparen. Apropos Erlebnisse, wir müssen offen für neue Abenteuer sein, während wir dort sind. Absolut. Unerwartete Momente erweisen sich oft als die unvergesslichsten. Erinnert ihr euch an das eine Mal, als wir im Ausland dieses seltsame Gericht probiert haben? Wie könnte ich das vergessen? Es war gleichermaßen bizarr und köstlich. Ja, ich bin froh, dass wir die Chance genutzt haben. Genau darum geht es beim Reisen, das Unbekannte zu entdecken. Ja, und der Versuch, mit Einheimischen zu kommunizieren, trägt zum Vergnügen bei. Das stimmt, auch wenn unsere Sprachkenntnisse vielleicht nicht perfekt sind. Das kann zu einigen amüsanten Situationen führen, nicht wahr? Absolut. Lachen ist die beste universelle Sprache. Vergesst nicht, dieses Mal auch unser Reisetagebuch mitzunehmen.
Das ist eine hervorragende Idee. Unsere Erlebnisse zu dokumentieren ist unbezahlbar. Wir werden mit schönen Erinnerungen auf diese Abenteuer zurückblicken wollen. Und wir können unsere Geschichten später mit Freunden und Familie teilen. Ja, Sie werden gespannt sein, alles über unsere Reisen zu erfahren. Welche Dinge sollten wir unbedingt einpacken? Ich empfehle Snacks für unterwegs, eine gute Kamera und bequeme Schuhe. Tolle Wahl. Wir brauchen festes Schuhwerk für die vielen Fußwege. Vergessen wir auch nicht die wichtigen Reisedokumente. Keine Frage. Eine reibungslose Reise beginnt mit der richtigen Vorbereitung. Auf Kevers-Reisen leichtes Gepäck, Offenheit und unvergessliche Momente. Darauf ein Hoch. Auf unser nächstes Abenteuer. Lektion 3: Die Planung der Überraschungsparty. Soll ich Ihnen die genaue Adresse für die Überraschungsparty mitteilen? Das ist nicht nötig. Geben Sie ihm einfach den Namen des Veranstaltungsortes. Das klingt einfacher. So bleibt das Überraschungsmoment erhalten. Ja, wir wollen, dass es eine große Enthüllung wird. Wie sieht es mit der Uhrzeit aus? Sollten wir eine bestimmte Stunde nennen? Ja, aber wir sollten Ihnen eine frühere Uhrzeit nennen, um sicherzustellen, dass alle pünktlich ankommen. Clever gedacht. Ich möchte nicht, dass mir jemand die Überraschung verdirbt. Ich auch nicht. Es ist wichtig, es geheim zu halten. Sollen wir alle daran erinnern, nicht über die Party zu sprechen? Auf jeden Fall. Eine kleine Erinnerung wäre ratsam. Vielleicht kann ich eine Gruppennachricht senden. Das würde funktionieren. Hauptsache, es bleibt locker und unterhaltsam. Und die Dekoration? Soll ich Luftballons besorgen? Der Luftballons verleihen jedem Raum eine festliche Note. Und vielleicht ein paar Luftschlangen? Die sind bunt und fröhlich. Perfekt. Wir wollen, dass der Ort lebendig wirkt. Sollten wir auch ein Thema in Betracht ziehen? Ein Motto wäre genial. Was schwebt dir vor? Wie wäre es mit einem Retro-Thema? Das könnte für etwas mehr Spaß sorgen. Tja, jeder liebt ein bisschen Nostalgie. Ich kann mir die Kostüme schon vorstellen. Das wäre komisch. Wir sollten alle dazu ermutigen, sich zu verkleiden. Ich werde das der Einladung hinzufügen. Silver, jetzt müssen wir uns nur noch für ein Essen entscheiden. Pizza kommt immer gut an, finden Sie nicht auch? Tja, und vielleicht eine Torte zur Feier. Absolut. Eine thematisch passende Torte wäre eine nette Idee. Das kümmere ich mich. Ich kenne einen fantastischen Bäcker. Perfekt. Es scheint, als würden wir große Fortschritte machen. Tja, diese Überraschungsparty wird unvergesslich. Auf ein fantastisches Fest voller Spaß. Lektion 4: Die Wunder Ägyptens.
Es war wirklich beeindruckend, die gewaltigen Pyramiden zu sehen. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Vor ihnen zu stehen, war surreal. Das Ausmaß dieser Bauwerke ist unvorstellbar. Da Ich fühlte mich so klein, als ich zu ihnen aufblickte. Es war demütigend. Und die kunstvollen Schnitzereien an den Wänden. Sie erzählten so viele reiche Geschichten. Ruf. Jede Schnitzerei schien Geheimnisse aus der Vergangenheit zu flüstern. Besonders fasziniert war ich von den Hieroglyphen. Sie sind wie eine visuelle Sprache. Das stimmt wirklich. Ich wünschte, ich könnte ihre Bedeutung verstehen. Wir hätten einen Reiseführer engagieren sollen, der uns alles erklärt. Das ist eine tolle Idee. Nächstes Mal machen wir das auf jeden Fall. Die Sphinx war ebenfalls beeindruckend. Ihre Präsenz ist so imposant. Verf Ich war erstaunt, wie gut es erhalten geblieben ist. Das lässt einen über die alten Techniken nachdenken, die sie angewendet haben. In der Tat, für ihre Zeit besaßen sie ein unglaubliches Wissen. Ist Ihnen aufgefallen, wie die Sonne hinter den Pyramiden unterging? Es war magisch. Die Farben waren atemberaubend und so lebendig. Ich fühlte mich wie auf einer Postkarte. Es war unvergesslich. Sollen wir eine weitere Reise planen, um mehr von Ägypten zu entdecken? Ich finde das eine geniale Idee. Es gibt noch so viel zu sehen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal Luxor besuchen. Die Tempel sind atemberaubend. Ja, und wir könnten eine Heißluftballonfahrt über das Tal machen. Das wäre ein Traum. Stell dir die Aussicht von oben vor. Ich freue mich schon sehr darauf. Auf weitere atemberaubende Abenteuer und Entdeckungen. Absolut. Reisen erweitert unseren Horizont und öffnet unser Herz. Lektion 5: Partnerschaftsvereinbarungen. Lassen Sie uns über unsere Partnerschaftsvereinbarung sprechen. Es ist wichtig, alles zu klären. Ich stimme zu. Welche Klauseln sollten wir aufnehmen, um unsere Interessen zu schützen? Zunächst müssen wir die Rollen und Verantwortlichkeiten jedes Partners festlegen. Ja, das würde Klarheit schaffen und spätere Verwirrung vermeiden. Wie wäre es mit einer Gewinnbeteiligung? Das ist unerlässlich. Ruf. Wir sollten uns darüber einigen, wie die Gewinne verteilt werden. Welchen Prozentsatz halten Sie für angemessen für jeden von uns? Lasst uns über unsere eigenen Beiträge nachdenken. Das wird helfen. Guter Punkt. Darüber hinaus sollten wir uns mit Entscheidungsprozessen auseinandersetzen. Da Wir müssen festlegen, wie wir wichtige Entscheidungen gemeinsam treffen werden. Sollten wir für wichtige Entscheidungen Einstimmigkeit fordern? Das wäre klug. So stellen wir sicher, dass wir beide bei wichtigen Angelegenheiten mitreden können. Wie sieht es mit der Beilegung von Streitigkeiten aus? Sollten wir eine Mediationsklausel aufnehmen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Es kann uns helfen, Probleme einvernehmlich zu lösen. Ja, es ist besser, Meinungsverschiedenheiten ohne Groll beizulegen.
Und sollten wir einen Zeitplan für die Überprüfung der Vereinbarung festlegen? Eine jährliche Überprüfung klingt für mich vernünftig. Perfekt. So können wir bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Wie sieht es mit den Kündigungsbedingungen aus? Diese müssen ebenfalls aufgeführt werden. Einverstanden. Wir müssen klären, wie die Partnerschaft gegebenenfalls aufgelöst werden kann. Sollten wir Wettbewerbsverbotsklauseln aufnehmen? Das könnte von Vorteil sein, insbesondere wenn wir planen, in ähnlichen Bereichen zu arbeiten. Ein ausgezeichneter Punkt. Wir wollen unsere Geschäftsinteressen schützen. Ich denke, wir haben die wichtigsten Begriffe behandelt. Ja, diese Vereinbarung wird eine starke Grundlage für unsere Partnerschaft bilden. Ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Projekt. Ich auch. Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Lektion 6: Modern teuer. Ich brauche für die Veranstaltung etwas, das zu meinem Stil passt. Keine Sorge, wir finden etwas Passendes für Sie. Ich hoffe es. Ich möchte gepflegt und selbstbewusst wirken. Ruf, fangen wir damit an, uns ein paar Hemden anzusehen. Ja, ich bevorzuge etwas Lässiges, aber dennoch Stillvolles. Wie wäre es mit dem blauen Hemd dort drüben? Das würde Ihnen gut stehen. Die Farbe gefällt mir. Sie ist leuchtend, aber nicht zu grell. Ja, es passt hervorragend zu Ihrem Hautton. Soll ich es anprobieren? Ja, zeigen Sie uns, wie es an Ihnen aussieht. Ich bin gleich wieder da. Lass dir Zeit. Ich schaue mir in der Zwischenzeit die Accessoires an. Klingt gut. Meinst du, ich sollte noch einen Bleizer dazu tragen? Ein Blatzer würde den Look aufwerten. Das wäre sehr elegant. Da stimme ich zu. Ich möchte bei der Veranstaltung etwas bewegen. Das wirst du. Stilvolle Details spielen eine große Rolle. Da bin ich. Was haltet ihr von dem Hemd? Es sieht fantastisch aus. Sehr stillvoll und passt perfekt. Ich bin erleichtert. Und was ist mit der Hose? Lasst uns nach solchen suchen, die das Outfit ausbalancieren. Vielleicht eine dunkle Jeans. Die ist bequem und modisch. Gute Wahl. Dunkle Jeans sorgen für einen gepflegten Look. Sollen wir nachsehen, ob sie die in ihrer Größe haben? Ja, es ist wichtig, dass wir uns beide wohlfühlen. Und die Schuhe? Ich möchte sicher gehen, dass sie zusammenpassen. Schicke Läufer würden das Outfit perfekt abrunden. Mal sehen, was sie auf Lager haben. Ich kann es kaum erwarten, deinen endgültigen Look zu sehen. Ich auch nicht. Ich denke, wir haben heute große Fortschritte gemacht. Auf erfolgreiches Shopping und stilvolle Ausflüge. Darauf ein Hoch. Lasst uns den perfekten letzten Schliff finden. Lektion 7: Gesundheit und Entscheidungen. Schau dir diesen grünen Aufkleber an. Er kennzeichnet Bioprodukte.
Perfekt. Ich bevorzuge, wann immer möglich, Bioprodukte. Ja, Bio-Obst und Gemüse sind in der Regel frischer und schmackhafter. Da stimme ich vollkommen zu. Es fühlt sich besser an zu wissen, dass ich gesündere Entscheidungen treffe. Und wie sieht es mit Fleisch aus? Haben Sie da besondere Vorlieben? Ich bevorzuge Fleisch von Weidetieren. Es ist nahrhafter und ethisch vertretbar. Guter Punkt. Ethisch gehaltene Tiere tragen zu einer besseren Qualität bei. Ich schätze es auch zu wissen, woher das Fleisch stammt. Transparenz ist wichtig. Sie stärkt unser Vertrauen in die Produkte, die wir kaufen. Ja, zu wissen, woher das Essen kommt, gibt mir ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit damit. Sollten wir nach einem Anbieter suchen, der Biofleisch verkauft? Ja, lasst uns einen Stand finden, der Weidefleisch anbietet. Ich sehe da drüben einen. Lass ihn uns mal ansehen. Silver, ich hoffe, Sie bieten verschiedene Schnittarten an. Ja, ich würde sehr gerne mal Bio-Hühnchen oder Bio-Rindfleisch probieren. Beides sind köstliche Optionen. Vielleicht könnten wir sie zum Abendessen grillen. Das klingt herrlich. Ein Grillfest wäre perfekt für dieses Wetter. Da stimme ich zu. Und dazu gibt es jede Menge frisches Gemüse. Ein farbenfroher Salat würde die Mahlzeit wunderbar ergänzen. Tja, wir sollten die Zutaten für ein leckeres, gesundes Festmahl zusammensuchen. Auf ein bewusstes Einkaufen heute. Darauf ein Hoch. Lasst uns gemeinsam gesunde Ernährung praktizieren. Das Shopping-Abenteuer geht weiter. Lektion 8: Wandervorbereitung. Ich werde diese Punkte auf meine Checkliste für die Wanderung setzen. Eine großartige Idee. Gründliche Vorbereitung ist wichtig. Ich freue mich schon riesig auf diese Wanderung. Die Landschaft soll atemberaubend sein. Tja, ich kann es kaum erwarten, die Panoramablicke von oben zu genießen. Haben Sie sich schon informiert, welche Wege wir nehmen sollten? Da habe ich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich empfehle die mit den Wasserfällen. Wasserfälle? Das klingt bezaubernd. Ich bin begeistert. Das verleiht unserem Abenteuer definitiv einen Hauch von Magie. Ich werde auch extra Snacks einpacken. Wandern macht mich immer hungrig. Tja, wir brauchen genügend Energie für die Reise. Was meinst du, was wir mitbringen sollten? Ich schlage Studentenfutter, Obst und vielleicht ein paar belegte Brötchen vor. Perfekt. Das klingt sowohl gesund als auch lecker. Ich werde dafür sorgen, dass wir auch ausreichend zu trinken haben. Flüssigkeit zuvor ist das A und O. Ja, ich werde meine Wasserflasche auffüllen, bevor wir losfahren. Sollen wir einen Treffpunkt für unsere Wandergruppe festlegen? Ausgezeichnete Idee. Je mehr, desto besser auf dem Wanderweg. Tja, ich werde alle über unsere Pläne informieren. Ich freue mich auf das Unternehmen und das Abenteuer. Joch, das wird für uns alle ein unvergessliches Erlebnis.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie wir lachen und die Natur genießen. Ja, und ich mache viele Fotos, um diese Momente festzuhalten. Oh, vergessen wir bloß nicht die Kamera. Ein absolutes Muss. Wir möchten unsere Wanderung und die wunderschöne Landschaft dokumentieren. Ich werde dafür sorgen, dass es vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist. Auf eine gelungene Wanderung voller Spaß und Entdeckungen. Darauf ein Hoch. Das Abenteuer kann beginnen. Lektion 9: Flughafenabenteuer. Ja, es ist direkt hier in meinem Handgepäck. Ich habe vor der Abreise noch einmal nachgesehen. Das ist toll. Ich habe immer Angst, etwas Wichtiges zu vergessen. Ich verstehe. Gibt es eine lange Schlange am Check-in-Schalter? Es scheint eine Art gerade Linie zu sein, aber sie bewegt sich stetig. Hoffentlich verpassen wir unseren Flug nicht. Uns wird es gut gehen. Wir sind früh angekommen, genau wie geplant. Ich ziehe es immer vor, ausreichend Zeit zu haben. Doch, es reduziert Stress beim Reisen. Hast du Snacks für den Flug eingepackt? Na klar, ich habe Nüsse und Müsli-Riegel eingepackt. Ausgezeichnet. Die werden uns mit Energie versorgen. Was hast du mitgebracht? Ich habe ein paar Schokoladenleckereien dazugelegt. Ein bisschen Süßes ist unerlässlich. Das klingt perfekt für die Reise. Ich bin auch bereit für etwas Bordunterhaltung. Tja, ich habe mir ein paar Filme für den Flug heruntergeladen. Gute Idee. Welches Genre hast du gewählt? Ich habe mich für eine Mischung entschieden. Eine Komödie, einen Aktionfilm und eine Romanze. Super. Damit dürften wir uns stundenlang unterhalten lassen. Ja, außerdem fühlt sich der Flug mit guten Filmen kürzer an. Wie lange dauert es noch bis zum Boardingbildschirm? Ich glaube, es beginnt in etwa 30 Minuten. Perfekt. Finden wir unser Tor bald? Tja, lasst uns sicherstellen, dass wir am richtigen Ort sind. Danach können wir uns bei unseren Snacks entspannen. Einverstanden. Ein kleiner Genuss vor dem Flug klingt herrlich. Auf reibungslose Reisen und spannende Abenteuer. Lektion 10: Grundlagen der Fitness. Ich glaube, es ist wichtig, Dehnübungen einzubauen und sich richtig abzukühlen. Tja, statische Dehnübungen sind dafür hervorragend geeignet. Sie tragen zur Verbesserung der Flexibilität bei. Absolut. Ich fühle mich danach immer viel besser. Ich stimme zu. Sie verringern auch das Verletzungsrisiko. Welche statische Dehnübung ist deine Lieblingsübung? Ich liebe die Dehnübung für die Hinteroberschenkelmuskulatur im Sitzen. Sie fühlt sich so gut an. Das ist eine tolle Übung. Ich bevorzuge die Dehnung des Quadrizeps. Da es ist sehr befriedigend, die Ferse in Richtung Gesäß zu ziehen. Dehnen ist ein so wichtiger Bestandteil jedes Trainings. In der Tat, es bereitet unseren Körper auf Bewegung vor und hilft bei der Regeneration.
Ich habe gehört, dass Krafttraining genauso wichtig ist. Verf Es baut Muskeln auf und verbessert die allgemeine Fitness. Sollten wir Ihrer Meinung nach mehr Krafttraining in unser Trainingsprogramm aufnehmen? Ich glaube schon. Es kann unsere Ausdauer und unseren Stoffwechsel steigern. Welche Sportarten machen Ihnen Spaß? Ich mag Körpergewichtsübungen wie Liegestütze und Kniebeugen sehr gern. Das sind fantastische Möglichkeiten. Die lassen sich überall umsetzen. Ja, und sie benötigen keine spezielle Ausrüstung. Sollten wir uns selbst herausfordern, indem wir Gewichte einbeziehen? Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Wir können mit leichten Schritten beginnen und Fortschritte erzielen. Ja, es geht um schrittweise Verbesserung. Außerdem können wir uns gegenseitig beim Training motivieren. Das gefällt mir. Mit einem Trainingspartner macht es mehr Spaß. Einverstanden. Sollen wir uns konkrete Ziele für unser Krafttraining setzen? Ja, lasst uns auf Beständigkeit und schrittweise Gewichtszunahme hinarbeiten. Perfekt. Ich freue mich darauf, unsere gemeinsamen Fortschritte zu sehen. Auf dass wir stärker und gesünder werden. Lektion 11: Neue Hobbys entdecken. Ich habe vor kurzem mit dem Fotografieren angefangen. Es macht wirklich Spaß. Das klingt spannend. Was hat Sie dazu inspiriert, damit anzufangen? Ich wollte schöne Momente einfangen und sie mit anderen teilen. Das ist ein wunderbarer Grund. Haben Sie ein Lieblingsmotiv zum Fotografieren? Ich fotografiere sehr gerne Naturmotive, Blumen, Bäume und Landschaften. Naturfotografie ist so beruhigend. Sie ermöglicht es einem, die Welt wertzuschätzen. Genau. Außerdem sind die Farben atemberaubend, besonders im Frühling. Haben Sie schon einmal mit Fototechniken experimentiert? Ja, ich habe mich mit Bildkomposition und Lichtgestaltung beschäftigt. Das klingt spannend. Gute Beleuchtung kann einen großen Unterschied machen. Das stimmt wirklich. Ich bin noch dabei, herauszufinden, wie ich meine Kameraeinstellungen anpassen soll. Anfangs mag es etwas knifflig sein, aber Übung macht den Meister. Da stimme ich zu. Ich habe unzählige Fotos gemacht, manche sind besser als andere. Das gehört alles zum Lernprozess dazu. Stellen Sie Ihre Arbeiten irgendwo aus. Ich habe einen Instagram-Account erstellt, um meine Fotos zu teilen. Das ist eine hervorragende Idee. Soziale Medien sind eine großartige Plattform für Künstler. Ja, ich freue mich über Feedback und den Austausch mit anderen Fotografen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einer Fotogruppe oder einem Fotoclub beizutreten? Das ist ein fantastischer Vorschlag. Ich glaube, er könnte meine Fähigkeiten verbessern. Es würde auch Möglichkeiten zur Vernetzung und Zusammenarbeit bieten. Ich sollte mich über lokale Vereine informieren. Vielleicht kann ich ja bald einem beitreten. Ich bin überzeugt, dass Sie von dieser Erfahrung sehr profitieren würden. Danke für die Ermutigung. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten zu verbessern. Ich kann es kaum erwarten, deine Fotos zu sehen.
Du musst mir unbedingt deine Lieblingsbilder zeigen. Absolut. Ein Hoch auf das Festhalten schöner Momente durch Fotografie. Lektion 12. Der Ruhm des Ruderns. Wussten Sie, dass Rudern im späten 19. Jahrhundert zu den beliebtesten Sportarten gehörte? Hilf. Das ist ja faszinierend. Was hat es so populär gemacht? Rudern galt damals als Inbegriff des Profisports. Das kann ich mir vorstellen. Das muss immenses Geschick und Teamarbeit erfordert haben. Genau, der dafür nötige Koordinationsaufwand ist wirklich beeindruckend. Gab es damals größere Wettbewerber? Ja, die Henley Royal Regatta war eine der prestigeträchtigsten Veranstaltungen. Oh, davon habe ich gehört. Das klingt nach einem großartigen Ruderfest. Das war es in der Tat. Die Regatta lockte große Menschenmengen an und sorgte für einen harten Wettkampf. Ich liebe die Idee, dass eine Gemeinschaft zusammenkommt, um ihre Teams zu unterstützen. Ja, Rudern förderte ein starkes Gefühl der Kameradschaft und des Stolzes. Haben in dieser Zeit viele Universitäten am Rudersport teilgenommen? In der Tat, zwischen Universitäten wie Oxford und Cambridge herrschte eine erbitterte Rivalität. Das muss die Spannung noch gesteigert haben. Das war so. Die Menschen waren damals, genau wie heute, leidenschaftlich bei der Sache. Der Rudersport hat eine so reiche Geschichte. Es ist beeindruckend, wie er sich entwickelt hat. Ja, die Fortschritte im Bootsbau und in der Technologie haben eine große Rolle gespielt. Ich frage mich, wie viele dieser frühen Techniken heute noch Anwendung finden. Viele grundlegende Techniken sind nach wie vor gültig, wurden aber verfeinert. Hättest du Lust, das Rudern irgendwann mal auszuprobieren? Das klingt nach einer tollen Idee. Es selbst zu erleben wäre aufregend. Außerdem könnten wir einem örtlichen Ruderclub beitreten, um Spaß zu haben und uns fit zu halten. Das wäre wunderbar. Stellt euch vor, wie wir über das Wasser gleiten. Das, das wäre eine fantastische Möglichkeit, mit der Natur in Kontakt zu treten. Ein Hoch auf den Rudersport und sein reiches Erbe. Lektion 13. Technische Probleme. Offenbar will die Technologie heute nicht mitspielen. Da stimme ich vollkommen zu. Es macht immer dann Probleme, wenn wir es am dringendsten brauchen. Woran liegt das? Es ist, als hätte es einen eigenen Willen. Vielleicht beschließt es, gegen unsere Produktivität zu protestieren. Das klingt plausibel. Ich wünschte, es würde endlich mal reibungslos funktionieren. Glaub, wie eine perfekt geölte Maschine, nicht wahr? Ja, stattdessen haben wir mit eingefrorenen Bildschirmen und langsamen Verbindungen zu kämpfen. Wie ärgerlich. Es kann sehr ablenkend sein, wenn wir uns konzentrieren wollen. Ich beginne zu glauben, dass die Technologie es genießt, unsere Geduld auf die Probe zu stellen. Vielleicht ist es Teil ihrer geheimen Mission, um zu sehen, wie lange wir durchhalten können. Ha, ich würde mich sehr gerne mit den Entwicklern darüber unterhalten. Tja, ich würde freundlich vorschlagen, einen Kooperationsbutton hinzuzufügen. Das wäre sehr nützlich.
Es sollte eine obligatorische Funktion sein. Stellen Sie sich vor, wir könnten einfach einen Knopf drücken und alles würde perfekt funktionieren. Ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Das würde uns so viel Zeit sparen. Da, stattdessen verbringen wir mehr Zeit mit der Fehlersuche als mit der eigentlichen Arbeit. Was ist Ihre Standardlösung, wenn die Technik versagt? Normalerweise versuche ich, das Gerät neu zu starten. Das scheint die klassische Lösung zu sein. A. Der gute alte Trick mit dem Aus- und Wiedereinschalten. Ja, manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Wenn das Leben doch nur einen Reset-Knopf hätte wie unsere technischen Geräte. Das wäre wirklich praktisch. Leider müssen wir uns stattdessen auf unsere Problemlösungsfähigkeiten verlassen. Da, tief durchatmen und es noch einmal versuchen. Hoffentlich spielt die Technik mit.